Wir haben uns jetzt hier für den Platz Nummer 16 im Wild Lake entschieden, da da ich hier letztes Jahr schon mal einmal an diesem Platz saß, mir dieser Platz extrem gefallen hat und weil dieser Platz genügend Platz für eure Zelte bietet. Wir haben jetzt hier ein großes Zelt stehen, ein kleines Zelt stehen. Ist nicht selbstverständlich, dass man so viel Platz für seine Zelte und für sein Tackle hat. Hier ist es der Fall, wir sind froh darum. Genauso haben wir direkt vor den Zelten genug Platz, um sämtliche Routen aufzustellen. Ja. Wir haben uns des Weiteren mit dem Besitzer, mit Andrea, kurz geschlossen, telefonisch, haben dann über ihn uns auch nochmal beraten lassen. Er meinte, grundsätzlich Platz 16 ist einer der produktivsten des gesamten Sees. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir haben ein paar Nächte Zeit, wir fahren hierher, versuchen das Beste draus zu machen, versuchen ein paar schöne Fische zu fangen. Sehen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Und ja, zu der Platzwahl würde euch dann der Felix jetzt dann gleich noch was erzählen. Ja. Als wir ankamen, haben wir schon viele Fische sollen und springen sehen. Als wir dann das erste Mal aufs Boot sind, um den Gewässerteil, wo wir fischen, zu erkunden, haben wir schon vor allem im Uferbereich, wo sehr viel Totholz liegt, schon einige Fische gesehen. Und aus diesem Grund fiel uns auch unsere Spotwahl einfacher, weil wir uns hauptsächlich auf die Uferbereiche mit viel Totholz konzentriert haben und auch diese vor allem befischen. Genau, wir fischen das Ganze so. Ich befische den linken Teil des Platzes, der Felix befischt den rechten Teil des Platzes. Ich habe eine Route direkt links um die kleine Insel rumgelenkt, fische diese dann links im Prinzip am Ufer auf so einer Tiefe von 1,50 Meter, 1,60 Meter. Diese Route wird dort über einen Umlenker hingefischt, weil ich sonst nicht um diese Insel herumkomme. Die Route ist auch sehr nah am Holz gefischt, heißt, die Bremse ist komplett geschlossen. Der Fisch bekommt keinen Zentimeter Schnur, dass dieser Fisch auch auf keinen Fall sich im Hindernis festsetzen kann. Meine mittlere Route, da habe ich ziemlich links in grober Richtung des 14er Platzes eine Stelle gefunden, eine kleine Stelle, ca. 4 Quadratmeter groß. Diese Stelle ist kiesig, nicht wie der restliche Seeteil. Der restliche Seeteil ist meist recht schlammig. Dort habe ich die Route abgelegt, ziemlich zentriert drauf gefüttert. Denke, da wird sich auch über die Zeit jetzt, die wir hier sind, der ein oder andere Fisch zeigen. Wir haben dort auch schon gestern Fische springen sehen. Meine mittlere Route liegt genauso wieder auf einem kleinen kiesigen Platz. Dieser kleine Platz könnte man fast als kleines Plateau beschreiben. Dieser Platz liegt ca. 20 cm höher wie der Rest vom Seeteil und ist kiesig. Also im Prinzip auch nochmal ein sehr markanter Platz, wo meine Route da eben abgelegt ist. Ja, meine linke Route fische ich in Richtung bzw. nah an der rechten Insel, wo man von unserem Platz auch dann gut sehen kann. Die mittlere Route von mir ist in dem Durchgang zwischen der rechten Insel und dem anderen Ufer. Dort kann man hinten rein in eine kleine Bucht reinfischen. Und meine rechte Route ist mit Hilfe einer Boje umgelenkt zu der Spitze vom Durchgang vom 16er zum 17er Platz. Auf allen Routen habe ich eigentlich relativ zentriert gefüttert und denke auch noch, dass da einige Fische noch kommen werden in der ganzen Zeit, wo wir hier sind.
Die Rigs, die wir fischen, sind sehr einfach gehalten. Uns ist die Hauptsache bei den Rigs, dass sie stabil sind und wir im Holz nicht die Fische abreißen oder aus sonstigen Gründen irgendwie verletzen. Wir fischen die Rigs mit Vorfachmaterialien ab 30 Lips, damit einfach gewährleistet ist, dass es auch, wenn man sehr viel Druck machen muss, hält. Und als Köder verwenden wir eigentlich fast immer 2 24er Boilies. Und in Extremsituationen, wenn wir Probleme mit eher Kleinfisch haben oder sowas, kommt es auch mal dazu, dass wir Rigs mit 2 30er Boilies fischen, einfach um etwas selektieren zu können. Wir verwenden hier die angesprochenen Bojen-Systeme, um entweder um Ecken herumzulenken oder alternativ, um in einem besseren Winkel auf unsere Spots zu fischen. Das ist zwingend notwendig, weil wir eben sonst die Fische alle im Hindernis verlieren. Wir benutzen diese Bojen hier. Da ist oben ein großer Schwimmkörper dran, ein Karabiner, wo die Schnur eingehakt wird, und ganz unten hier ein schweres Gewicht. Mit diesem schweren Gewicht wird das Ganze am Boden gehalten und bleibt auf der Stelle. Wir lenken hier oben die Schnur durch, um die Fische vom Hindernis wegpumpen zu können. Wenn ein Fisch beißt und die Schnur ist hier durch, pumpen wir einfach den Fisch so gut es geht vom Hindernis weg. Wenn der Fisch dann 10 Meter, 15 Meter vom Hindernis weg ist, gehen wir aufs Boot, fahren an die Boje, klippen unsere Schnur aus und drillen den Fisch dann im Freiwasser weiter. So können wir damit die meisten Fische, die wir mit dieser Methode beangeln, landen. Um auf unsere Futtertaktiken einzugehen, wir haben da genauso verschiedene benutzt. Das machen wir, egal wo wir hinkommen, um einfach herauszufinden, wie reagieren die Fische auf welche Art von Futter, zu welcher Zeit. Es ist immer eine gute Sache, sein Futter nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern ein bisschen was rumzuprobieren, finden wir. Dementsprechend haben wir auf manchen Routen, genau auf 2 Routen, jeder nur Boilies gefüttert, ab der Größe 24 bis 30 mm. Bunt gemixt, einfach nur, dass ein bisschen unterschiedliche Größen mit am Platz liegen. Diese Boilies, da nimmt man einfach 3, 4, 5 Hände davon, je nach Belieben, und versucht es einfach aus, je nachdem wie das Ganze klappt. Dann haben wir jeder auf einer Route reine Tigernüsse gefüttert, da wir jeder auf einer Route mit Tigernüssen fischen, weil wir der Meinung sind, dass Tigernüsse auch ein sehr selektiver Köder sein können, aber nicht müssen. Da haben wir dann auch im Prinzip ca. 1,5 bis 2 Kilo Tigernüsse pro Route gefüttert und dann aber meistens mit größeren Tigernüssen drauf gefischt, genauso mit schwarzen Tigernüssen drauf gefischt, was in meinen Augen noch eine sehr, sehr gute Variante ist, um nochmal was Neues mit reinzubekommen oder ein bisschen Farbe eben. Auf die jeweils dritte Route haben wir es dann so gemacht, dass wir dort einfach wirklich sehr viel gefüttert haben. Da die Wassertemperaturen hier dann doch schon recht hoch sind. Wir haben jetzt momentan eine Wassertemperatur von um die 13, 14 Grad. Bei diesen Wassertemperaturen fressen die Fische schon einiges.
Dementsprechend sind wir dann mit der Futtermenge nach oben gegangen. Auf dieser Route haben wir bestimmt pro Route 3 bis 4 Kilo Futter ausgebracht. Das sind dann Boilies mit Pellets, mit Tigernüssen, mit Hanf. Dazu noch eben, wie gerade gesehen, ein paar Liquids mit drüber, um das Ganze zu verfeinern. Das Ganze machen wir dann an und lassen das Ganze dann circa einen halben Tag durchziehen, dass die Liquids auch ein bisschen in die Boilies mit rein können, ein bisschen einsaugen können. Und wenn das der Fall ist, warten wir dann im Prinzip nur noch darauf, bis die nächste Route wieder abläuft und dann kann man wieder füttern fahren. Worauf man hier noch besonders achten sollte an diesem Gewässer ist das, große Mengen Fischboilies dabei zu haben. Lieber habt ihr zu viel Boilies dabei und nehmt wieder die Hälfte mit heim, wie das euch während dieser Session hier das Futter ausgeht. In meinen Augen gibt es nichts Schlimmeres, wie wenn euch während einer Angelsession das Futter ausgeht, weil dann steht ihr nämlich ohne da und das ist das Problem, dann werdet ihr auch nicht mehr so gut fangen. Wir haben hier jetzt auf einen sehr soliden, aber günstigen Fischmehlboilie gesetzt. Der Boilie ist kein Wunderwerk. Der Boilie muss in meinen Augen allerdings auch nicht viel können. Diese Boilies, die wir benutzen, sind einfach nur Fischmehlboilies mit einer gewissen Härte. Nicht irgendwelche besonderen Bestandteile drin, nicht besonders leicht, nicht besonders teuer. Einfach nur, um auf Masse zu kommen. Aber wir vertrauen diesen Boilies zu 100%. Und das ist auch das Wichtigste für euch. Vertraut in eure Köder. Wenn ihr das tut, werdet ihr auch Fische fangen. Geil sowas. So ein Fisch gleich in der ersten Nacht. Einfach nur geil. Der Fisch hier hat auf einen einzelnen 24er Boilie getoppt mit einer kleinen Tigernuss gebissen in der Tiefe von 1,50 Meter. Absolut geil. So kann es weitergehen, würde ich sagen. Mit diesem wunderschönen Fisch hier endet dann unsere Session am Wild Lake leider schon viel zu früh. Es war eine wunderschöne Zeit hier. Man fängt hier richtig coole Fische, wenn man sich ein bisschen gut anstellt. Dementsprechend würde ich sagen, es ist allemal eine Reise wert hierhin. Und gerade dieser Platz hat es uns angetan. Wir werden diesen Platz definitiv wieder besuchen, weil es uns einfach so gefallen hat.